Ich kann jetzt theoretisch einfach hier die Aufnahme starten und ihr habt das alles gerade gar nicht gesehen. So richtig sneaky. Und alle, die es auf YouTube gerade gucken, denken sich so, hä? Wovon labert der? Was laberst du? Cereza and the Lost Demon. Ja, ich glaube, das ist von der Lautstärke schon mal besser. Und dann würde ich sagen, wir können mit Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon starten. Ich habe übrigens, hallo YouTube, keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Ich weiß nur, es sieht aus wie ein Bilderbuch. Das ist alles, was ich von diesem Spiel weiß und dass es um Bayonetta geht. Beziehungsweise Bayonetta als Kind. Namens Cereza. Was ihr Name ist und Bayonetta ist nur ihr Nachname. Oder ihr Codename. Irgendwas in der Richtung. Mehr weiß ich von diesem Spiel nicht. Beste Voraussetzung, ein Vollpreisspiel zu kaufen. Let's go. Hat mich überhaupt gewundert, dass es ein Vollpreisspiel ist. There existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Judge nie jemanden wegen seiner Geburt. Her one comfort was the night she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. I've got to hurry. Also der Artstyle ist übrigens super geil. Richtig stylisch. Bayonetta. In Bayonetta 1 hatte die kleine Cereza auch die Plüschkatze Cheshire dabei. Cool. This place.
Kann ich die alle einfach wegtreten? Why would you say that? You don't belong here. Ja, stimmt. Violas Gameplay wurde gepatcht. Leave me alone. Dass sie jetzt sehr viel einfacher zu spielen ist. Hey! What do you think you're doing? Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. John, I can't. Ugh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Cereza! Ich wusste nicht, dass sie sich schon als Kinder schon kannten. Here, use this. Okay. Wow, Sean, you're amazing. Einfach heile gedanced. Find us. Achso, du musst noch. Ist eine lange Freundschaft, die sie haben, ja. Hurry up, Cereza, we don't have all night. Sean, wait! I can't run that fast. Könnte ich auch, wenn ich öfter Let's Dance gestreamt hätte. Nun. Dann kann ich auch Magie mit meinem Tanz. What do you think you're doing? Oh no, they're onto us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John! I can't do this alone! Ist interessant, was für eine kleine Schisserin Bayonetta damals war. Und wie anders sie einfach später ist in ihren Spielen, ne? Die strotzt ja nur so vor Selbstbewusstsein. Just a little longer. Hold on, Mummy. Achso, ich muss selber umblättern. Mummy? Nur minimal creepy. Vielleicht korrigieren wir doch auf etwas maximaler creepy. What is this? Don't come any closer. No!
you? Cereza, give you the power to save Mother. Power? Avalon Forest, the white wolf guide you. I'll go! I promise. That dream again. But the ending. It was a dream Cereza knew by heart. But this time, something had changed. Cereza decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. Hat sie gerade she said gesagt? If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. The oft-repeated warning from Cereza's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Cereza! Where are you, my dear? Cereza's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. So, Kapitel 1. Die Prüfung bei Vollmond. Kann ich irgendwas machen? Ne, da darf ich nicht hin. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Okay. Ob diese Morgana auch zu einem Bus werden kann? Fortschritt, 3%. Okay. Ich habe noch nichts gemacht, aber 3%. Und auf all meinen Tasten kann ich gar nichts machen. Kann ich mir die Krüge davon angucken? Ja. Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. I was. Cereza began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Cereza's gaze drifted back towards Avalon Forest. This did not go unnoticed by Morgana. Oh. If I've told you once, Cereza, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Cereza. Off you go. Despite her strict exterior, Cereza had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cereza's pain, and her stern treatment came from a place of love. Hole Wasser beim Brunnen im Osten. Der ist weit weg.
Cereza often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. Aber da ist Wasser drin. Warum soll ich noch mehr Wasser holen, wenn da Wasser drin ist? Was will die mit so viel Wasser? Dann gehen wir halt zum Brunnen runter. Kann ich hier hoch? Da soll ich wahrscheinlich nicht hin. Ja, ich habe wahrscheinlich echt nicht ganz so viel zum Reden, wenn das Spiel die ganze Zeit eh für mich redet. Das Wasser ist abgestanden. Ach so. Deswegen darf ich das nicht nehmen. Sieht echt schick aus. Wie gesagt, optisch ist es echt nice. Vielleicht habe ich nachher bei vielleicht etwas actionlastigeren Passagen ein bisschen mehr Zeit zu reden. So. Überall einfach L drücken. Okay. Die typischen Aufgaben in der Ausbildung. Wasser holen, Holz hacken, Kaffee kochen. Ja. Oh, die ist strong. Fetching a pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. Wie viel Wasser ist wohl in diesem Eimer? Wie groß ist so eine 10-Jährige? Alex, das berechnen wir jetzt erstmal. Sind 10-jährige Kinder schon so 1 Meter groß oder noch größer? Was denn? Ich glaube, die sind ein bisschen größer. Okay, 1,40. Wenn wir sagen, sie ist 1,40. Das ist nochmal ein Lineal für mich. Ich muss mal Pixel-Measurements machen. Stimmt, Bayonetta ist ja auch eine recht große Frau, ne? Moment. Also Bayonetta, also Cereza ist 6 cm groß. Der Eimer so etwa 2. Ist das so groß wie sie? Was? Bayonetta ist 3 Meter. Wir sehen jetzt einfach mal von 1,50. Das lässt sich leichter rechnen. Das heißt, der Eimer ist 50 cm hoch. Der sieht... das Lineal nochmal haben. Ich muss mal kurz den Durchmesser messen. Durchmesser... Der ist breit wie hoch ungefähr. Das heißt 50 cm Durchmesser. Heißt, der hat eine Fläche. Sagen wir mal, es ist wirklich ein reiner Zylinder. Das heißt 25 zum Quadrat sind 625. Mit Pi berechnet sind wir so ungefähr bei 2000 Quadratzentimeter. Das dann mal der Höhe von 50 Zentimeter. Heißt, das sind dann 100.000 Kubikzentimeter. 100? Sind wir plötzlich bei 100 Litern dann? Wenn ich bedenke, wenn du einen Eimer hast, der so groß ist, wirklich 50 cm hoch und 50 cm Durchmesser hat und der fast bis oben hin mit Wasser gefüllt ist, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Rechnen wir das in Dezimeter, dann komme ich eher auf die Liter. Das heißt, wir haben 5 zum Quadrat. Wie komme ich auf 600? Moment, ich habe mich, glaube ich, spontan verrechnet. Eventuell, ja. Das heißt, wir sind bei 25 Dezimeter. Das dann mal 25 Quadratdezimeter mal 3 sind 75, sagen wir ungefähr 80. Das heißt, 80 Quadratdezimeter ist die Fläche. Und dann nochmal mal 5 Dezimeter sind wir bei 400 Kubikdezimeter.
Nee, jetzt bin ich bei 400 Litern plötzlich angekommen. Okay. Also in diesen Eimer passt irgendwas zwischen ich weiß nicht und 400 Liter rein. Aber Cereza ist ja eine starke Frau. Sie kann sowas tragen. Oder ein starkes Mädchen in dem Falle. Irgendwo habe ich beim Kopfrechnen einen Fehler gemacht. Das kommt davon, wenn man sich die Sachen nicht aufschreibt. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. Oh. At the thought of herbs, Cereza could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. Trying not to think about the task awaiting her, Cereza headed towards the herb garden. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. Lecker. They typically burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Ich berechne das übrigens gerade doch noch einmal. Nee, ich war mit meiner ersten sogar wirklich richtig. Ich lag mit 100 Litern eigentlich sogar echt nah dran. Dann habe ich plötzlich angefangen, falsch zu rechnen. Das Ding hatte wirklich 100 Liter. Wenn der 50 hoch und 50 breit ist. Also hat sie wirklich legitim gerade einen 100-Liter-Eimer durchgeschleppt durch die Gegend. Der war nicht bis ganz oben hin voll. Sagen wir mal, sie hat nur 90 geschleppt. Jetzt habe ich währenddessen leider nicht hingeguckt, wo ich hin soll. Zu irgendeinem Kräutergarten, wo infernal stinkendes Gewächs ist. Nur. Das ist wie Ash und sein... Ich habe kein Wasser. Zum Glück nicht in einem 100-Liter-Eimer. Das ist wie Ash und das Lavita, was er einfach leger auf der Schulter getragen hat, glaube ich. Was auch irgendwie um die 100 Kilo wiegt. Ja, deswegen ist das auch alles gutes Training, wenn sie 100 Liter oder 100 Kilo durch die Gegend trägt. So, Hexenpuls. Der Hexenpuls ist eine elementare Oberkunst, die Tanzbewegungen nutzt, um Ziele mit magischer Energie zu füllen. Deswegen danst sie immer rum. Cerezas Hexenpuls lässt Pflanzen aus Inferno wachsen. Halte ZL gedrückt und neige L in Richtung zur rechten Zeit in die richtige Richtung. Okay. So. Dinner time! One helping of magic coming right up. Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Hurry on out! Ich muss den richtigen Moment dann zur Seite drücken. Mein Hexenpuls ist... Nein, ich möchte das schon manuell machen. Ich glaube, ich verstehe es so langsam. Just a bit more. There we go. Habe ich auch irgendwie eine Zeit? Nö. Okay. Dornfessel. Haltet ZL gedrückt, um infernale Dornen zu beschwören, die Gegner fesseln können. Dies klickt nur, wenn die Fessel aufgeladen ist. No one told me they could do this. I've got to catch it quick. Also, ich muss ihm nebenbei ausweichen. I see. Yes,
Cereza was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Oh, those flowers would really bring out the color in Morgana's eyes. Trägt die nicht eine Maske? Wobei, nee, diese komischen Hörner nur. Achso, die hat die Blume schon automatisch mitgenommen. Dachte ich, müsste die erstmal noch einsammeln. Ich glaube, bei dem Korb müssen wir jetzt nicht ausrechnen, wie groß der ist. I wouldn't mind if it weren't for this smell. Der ist, glaube ich, ein bisschen größer, aber dafür wahrscheinlich auch ein bisschen leichter. Mathestunde ist schon vorbei. Ich weiß halt nicht, was Pflanzen so wiegen. Das müsste Svenja dann, wenn dann, beantworten. Was so ein Korb mit stinkenden Pflanzen wiegt. Ja, wenn Svenja fragt, wie viel Blumenerde sie für ihre Pflanzen braucht, für die und den Kübel, ich so auch erstmal. Wait a moment. So viel. Cereza proudly gave the basket to Morgana. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool, and defend it as you would your very heart. Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. Good. Now get back to your chores. The shadows grow long. The moon will soon rise. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. In jener Nacht. Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. Achso, kann mich bewegen. Ich hätte jetzt ja gedacht, dass da oben sieht aus wie so ein Hexenzirkel oder sowas, wo irgendwie wieder gleich was beschworen wird. Dann wiederum sind wir eine Hexe, also. Und ein Zirkel ist auch nichts anderes als ein Kreis. Also würde das passen.
Von daher schauen wir mal, was dieser Hexenzirkel hier für uns hat. With the household chores complete, it was time for Cereza's daily training in the dark arts. Today she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon. For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. This is a tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? Sieht eher aus wie so ein Folterinstrument oder so. Oder wie ein Schlagring. Es könnte echt ein guter Schlagring sein. You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed. Bataiva Tozu! Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance. Until... This looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. We are finished for today. Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Avalon Forest, the White Wolf guide you. Avalon Forest? Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. And yet... Heimlich einschleichen. Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Adults do often exaggerate to keep kids in their place. This thought got Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless! As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest? Morgana would give us a right smack on the bottom. Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion.
I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next stop, Avalon! Immer diese überheblichen Kinder. Ne, die kann ich nicht untersuchen. Nur die eine Kerze. Aber sieht cool aus. Wir sind quasi im Lichtschein, der da so schön drumherum geht. Sarah, danke für 25 Monate Treue. Super geil von dir.